wir haben ein echtes Mikrofon. Wow, nicht schlecht. Krass, neues Mikrofon! Ja! Hallo, hier sind wieder Shiva und Jonathan. alias die Die Matrixer. Matrixer. Bei unserem heutigen Video geht es darum, euch zu erzählen, welche 3 Möglichkeiten es gibt, die Matrix zu verlassen. Wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß, Jungs und Mädels. Dann wollen wir heute mal erzählen, welche 3 Möglichkeiten wir haben, die Matrix zu verlassen. Das eine wäre über den Weg der Liebe. Dann noch den Weg über die Matrixhülle. Und ein dritter Weg wäre durch die Schlupflöcher. Das sind also die 3 Wege, über die man die Matrix verlassen kann. Und ja, Shiva und ich gehen jetzt mal die 3 Wege durch und ihr könnt dann so in euch hineinfühlen, was so für euch der richtige oder der beste Weg vielleicht sein könnte. Genau. Dann fangen wir mal mit dem Weg der Liebe an, würde ich sagen. Ja, Shiva, Denn den Weg der Liebe. Den streben ja alle an. Der Weg der Liebe, den gehen wir praktisch im Grunde irgendwie alle über unsere Leben hinweg. Der Reinkarnationszyklus endet damit, dass wir in der unendlichen Liebe enden und somit raus aus der Matrix können. Denn alle Menschen streben nach der Liebe, wissen aber im Grunde gar nicht wirklich, was sie ist. Dabei ist sie überall. Nur wir wissen es nicht und wir wollen es auch nicht wissen, weil wir sie absichtlich tarnen. Und je mehr wir von dieser Tarnung aufgeben, desto mehr kommt die Erinnerung an das wahre Selbst und das, was wir wirklich sind, nämlich die Liebe, zurück. Und damit steigt natürlich auch die Frequenz, die Schwingungsfrequenz des jeweiligen Menschen, des Wesens an. Und zwar so hoch, bis man aufgestiegen ist und die Matrix verlassen kann. Ja, also du meinst, man geht dann durch die Astralebenen hoch bis zu der Ebene, wo man raus kann. Ganz genau. Mhm. Und der geht über die Liebe. Der geht über die Liebe. Was heißt da über die Liebe gehen? Genau, die Liebe, die stellen sich alle immer als etwas Schönes, Schwingendes, Lichtvolles vor. Aber im Grunde ist es eigentlich was sehr Stilles, was ganz Stetiges und Ruhiges, etwas, das ewig ist und in jeder Zelle, in jedem Atom, in jeder Tat, in allem, was ist, existiert. Nur wir sind hier auf die Erde gekommen, um uns von dieser Liebe abzutrennen, um zu erfahren, wie es ist, sich von der Einheit und von der Liebe getrennt zu fühlen. Und im Grunde liegt der Schlüssel in uns allen, er ist nämlich hier, in unserem wahren Selbst. Nur wir wollen das gar nicht sehen. Im wahren Selbst sieht man, dass man eigentlich gar nicht wirklich will, denn du möchtest hier sein, um zu fühlen. Du möchtest die Welt erfahren, die Gefühle erfahren, du möchtest in der Matrix sein, um zu fühlen. Aber irgendwann, wenn der Reinkarnationszyklus sich dem Ende nähert, dann hast du irgendwann genug von all den Erfahrungen und Gefühlen, die du gemacht hast. Und du möchtest dann hinter das alles schauen. Wenn man anfängt, hinter die Tarnung zu schauen, also hinter das, was man fühlt, du fühlst die Wut oder du fühlst die Angst, und wenn man dahinter schaut, was damit eigentlich getan wird, wirst du feststellen, wenn du alles durchgefühlt hast, wenn du dahinter schaust, dann existiert dort nur Liebe. Es existiert nichts anderes als nur die Liebe. Alles andere spielst du nur oder machst dir was vor, damit du erfahren kannst. Du tust so, als seist du gerade wütend. Ich bin jetzt so wütend. Aber wenn du eben aufhörst, so zu tun und zu spielen, als wärst du gerade wütend, die Wut durchfühlst und siehst, dass da am Ende nichts anderes ist als Liebe, dann, und das mit allem, was du bist, machst, mit allem, was du tust, also sprich vollkommen aus dem Herzen lebst, dann fällt die Tarnung Schritt für Schritt und du erinnerst dich dann auch wieder mehr an dein wahres Selbst, weil je mehr du die Tarnung aufgibst, desto mehr erinnerst du dich, desto mehr kommst du in dein wahres Selbst, desto mehr fühlst du die Liebe.
weil ohne Tarnung ist nur noch Liebe da. Und irgendwann, wenn du alle Tarnung aufgegeben hast und nur noch in der Liebe bist, dann schwingst du so hoch, dass du den Inkarnationszyklus beendet hast und aufsteigen kannst. Das ist also der erste Weg aus der Matrix. Das ist der erste Weg aus Wie der kann man sich diesen Aufstieg vorstellen jetzt? Wie das aussieht, ja, das habe ich auch mal gesehen, wie das aussieht in einem Traum. Und zwar steigt man dann als Lichtpunkt auf ins Universum, ins freie Universum. Der Körper ist irgendwann so so hochfrequent, dass du eigentlich wirklich nur noch ein Bewusstseinspunkt bist, ein leuchtender Bewusstseinspunkt, der aufsteigt. Raus aus der Matrix, ins freie Universum. Ah ja, das ist ja eigentlich den Weg, den alle gehen, ob sie es nun wissen oder nicht. Na, irgendwann wissen sie es, aber ja. Genau. Ich meine jetzt hier Genau. die Nachbarn oder die Leute, die in der Stadt rumlaufen und so weiter, die sind ja so in der Matrix drin, dass sie sich ja noch niemals Gedanken darüber machen. Genau. Oder noch niemals wissen, dass sie neu inkarniert sind, dass sie Amnesie haben, sich an die anderen Leben nicht erinnern können und so weiter. Und dass die das dann halt ja nicht wissen. Ne? Nee, die wissen das nicht. Aber irgendwann werden sie es erfahren. Ja, das auf jeden Fall. Ob Aber nach ich meine, 1 oder nach 1000 Leben. Irgendwann gehen sie alle den Weg, da hast du recht. also ich meine, dass alle, die dann so da draußen herumlaufen und das halt nicht wissen, halt diesen Weg gehen. Ne? Diesen Weg des Reinkarnationszyklus. Dass sie immer wieder neu inkarnieren, um Liebe zu lernen, sozusagen, oder sich der Liebe zu besinnen, könnte man ja fast sagen. Ne? Oder? Was würdest du sagen? Und eben so viele Inkarnationen durchleben, bis sie dann eben in diesen Zustand kommen, wo sie sich eben in der Liebe alles erinnern können, an ihr wahres Selbst erinnern können und dann aufsteigen können, um die Matrix zu verlassen. Genau. Ja. Ah ja. Ja, das ist also die Matrix zu verlassen via Abschluss des Reinkarnationszyklus und mit dem Aufstieg. Ja. Ja. Ja, dann erzähl uns doch mal von dem zweiten Weg, und zwar über die Matrixhülle. Genau, also erstmal muss ich kurz erklären, was die Matrixhülle ist. Die Matrixhülle ist eine Art Gewebekapsel, die um uns herum ist. Um jedes Lebewesen, das existiert, befindet sich diese Kapsel. Und innerhalb dieser Kapsel nimmt man eben die Matrix wahr. Also fast wie im Ein-Mann-Kino sitzt man halt in diesem Ei drin und kann an der Innenwand dieses Eis eben alles sehen. Die ganzen Leben, die man hat, oder die ganzen Erfahrungen, die man macht in seinem Alltagsleben. Und es gibt dann halt noch den zweiten Weg, der geht dann halt über diese Matrixhülle. Das heißt, die Reihenfolge wäre sozusagen, dass man von seinem Alltag selbst erstmal sich dem Wissen im Selbst bewusst wird. Beim Aufstieg ist das ja auch so, dass das später dann irgendwann automatisch auftritt. Wer das aber in diesem Leben dann schon hinbekommen möchte, könnte dann eben dieses wissende Selbst sich bewusst machen. Und von diesem wissenden Selbst aus kann man dann letzten Endes sich dessen bewusst werden, dass man sich in der Matrixhülle befindet, in diesem Gewebeei. Ne? Das ist also wirklich, es ist so ähnlich wie so ein Spinnenkokon aufgebaut und ist so eine Armeslänge entfernt. Und wenn man sich dann dessen bewusst wird, in dieses Ei zu gelangen, beziehungsweise in diese Gewebekapsel zu gelangen, kann man eben sich dort darin tatsächlich wahrnehmen. Man nimmt dann richtig diese Matrixhülle um sich herum wahr, und die ist eben sehr elastisch, das heißt, man kann dagegen drücken, man kann auch ein Loch reinbohren und dergleichen, und sobald man eben, wie soll ich sagen, es geschafft hat, dahin zu kommen und mutig genug ist, dann kann man dieses Ei öffnen. Und dadurch verlässt man dann auch die Matrix. Und wie kann man das erreichen, dass man dann eben in das Ei reinkommt? Erreichen kann man das eben durch eine sehr starke Bewusstseinserweiterung. Das bedeutet, man müsste erst einmal sich der ganzen Persönlichkeitsaspekte bewusst werden, aus denen man besteht. Dann müsste man eben auch der ganzen Traumselbste bewusst werden, die eben im Träumen ihr Leben führen.
und von da aus müsste man halt schrittweise zur Ganzheit des Selbst kommen. Und die Ganzheit des Selbst hat den Zugang zu dieser Matrixhülle. Genau, und das geht ja am besten durch Dissoziation, oder? Ja, das geht also meiner Ansicht nach ausschließlich durch Dissoziation. Man muss da schon sehr, sehr lange dissoziieren, um dahin zu kommen. Da muss man also schon vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten dissoziieren, reine Dissoziation am Stück, um dahin zu kommen. Ist also eine schwierige Aufgabe, aber auch eine, die natürlich den ganzen Prozess beschleunigt. Mhm. Ja, und wenn man es geschafft hat, in diese Matrixhülle zu gelangen, kann man von dort aus eben die Matrix verlassen. Weil wenn man nämlich die Matrixhülle aufreißt, wird man erst einmal absolute Schwärze wahrnehmen. Die hast du ja auch schon wahrgenommen, diese Schwärze. Und die ist natürlich schon sehr furchteinflößend. Und die ist also wie so eine Art Barriere, würde ich sagen, wo die meisten eben schon zurückschrecken würden. Zumal, wenn man sich nämlich des Zustandes bewusst wird oder in den Bewusstseinszustand hineinkommt, wo man diese Gewebekapsel wahrnehmen kann, diese Matrixhülle, wird man auch sehen, wenn man die darstellenden Filme und Bilder, die man auf der Innenseite des Kokons, dieser Gewebehülle sieht, dann kann es auch sein, dass die plötzlich sich ausschalten und dann alles schwarz ist. Dann wird nämlich diese Matrixhülle durchsichtig und dann kann man eben durch die Hülle hindurchschauen und sieht dann, dass alles schwarz ist. Und diese Schwärze ist das tiefste Schwarz, das man sich eigentlich vorstellen kann und ist sehr furchteinflößend und sehr beängstigend. Die stärkste Angst, die man, glaube ich, je erfahren wird. Ja, das ist wirklich so. Universum. Ja, das ist wirklich so das höchste Maß der Angst, das man eigentlich erleben kann. Und ob man dann noch den Mut hat, die Matrixhülle aufzureißen, ist dann noch eine andere Frage. Genau. Also ich würde schon sagen, dass es auch ein sehr schwerer Weg ist und ja, aber er funktioniert. Vielleicht sollten wir auch noch erzählen, warum sind wir denn oder was genau ist denn in diesen Kokons drin und wie sind wir da reingekommen und warum sind wir da reingegangen oder sind wir da freiwillig drin oder? Also die Funktion oder der Grund, warum sich jedes Lebewesen innerhalb dieser Matrixhülle befindet, ist eben, um das Bewusstsein einzukapseln. Genau. Das ist also eine Einkapselung des Bewusstseins und das sorgt dafür, dass eben das Bewusstsein von seinem wahren Selbst sozusagen isoliert wird. Und um natürlich wieder zu seinem wahren Selbst zurückzukommen, beziehungsweise sich aus der Matrix zu befreien, muss man dann halt eben sich dieser Matrixhülle bewusst werden und diese dann öffnen. Also du meinst halt, wir wurden eben gefangen genommen oder die Seelen und da praktisch reingesteckt in den Kokon, damit wir hier innerhalb der Matrix spielen können. Denn wir sind ja nicht wirklich hier an diesem Tisch, sondern wir sind ja im Grunde dort in diesem Kokon. Ja. So ist es. Und zwar sitze ich ja hier in meinem Kokon. Und ich sitze hier in meinem Kokon. Und du sitzt in deinem. Richtig. Genau. Und wenn ich dich anschaue, dann sehe ich dich nicht in deinem Kokon sitzen. Nee. Sondern ich sehe dich nur als Projektion, die du mir aus deinem Kokon sendest, sehe ich auf der Innenwand. Genau. Ne, du sagst mir, ja, ich bin die Shiva, ich sehe so und so aus und ich habe die und die Augenfarbe und die Figur und so weiter. Und dann erscheint das bei mir eben auf der Innenwand. Und das funktioniert natürlich alles telepathisch. Und das funktioniert unterbewusst telepathisch, würde ich mal sagen. Und das Gleiche mache ich dann bei dir. Ich schicke dir dann mein Bild von mir, welche Umgebung ich habe oder wo wir uns befinden und so weiter. Und so tauschen wir uns eben wir sind aus. Projektionen hier. Ja. So kann man das wohl sagen, denke ich. Ja. Und und der Trick dabei ist eben, sich so weit in diesen Bewusstseinszustand hineinzubewegen, über die Dissoziation, dass man eben diese Matrixhülle wahrnimmt. Es gibt ja da viele Begriffe für, ne? Kokon, wie du sagst, oder Ei, aus Spaß kann man auch Ei sagen, ja? Oder Gewebekapsel, Gewebekokon oder
Membran, also es gibt unwahrscheinlich viele Begriffe dafür. Genau, manchmal kann man das sogar wahrnehmen, die Monitore, wenn man die Augen schließt. Manchmal hat man so einen kurzen Moment und dann hast du das Gefühl, du siehst Monitore vor dir. Anfangs, da dachte ich noch, was ist denn das? Wieso sehe ich denn Monitore? Aber ich glaube, das ist der Augenblick, wo man für einen Bruchteil einer Sekunde aus dem Kokon heraus wahrnimmt. Meinst du, dass das so zutreffen kann? Ja, ja, das könnte durchaus sein, dass man so einen Ausschnitt dann sieht. Genau. Ja, so einen Ausschnitt der Matrixhülle, in der man sich befindet. Ja, Bewusstseinskapsel wäre auch ein Begriff. Das wäre auch ein Begriff. Also es gibt bestimmt sehr viele dafür. Ja. Und die haben wirklich so die Konsistenz von Spinnenkokon. Also ich kann nichts anderes in unserer Welt finden, was gewebetechnisch dem entsprechen würde. Ja. Nun, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Spinnenwesen da auch ihren Anteil an der Matrix erschaffen haben und eben auch mitgewirkt haben. Sehr gut möglich, ja. Nicht unmöglich, na klar. Weil die Assoziation Spinnenkokon ist sehr stark. Sieht auch man wenn das es sehr nicht dick ist. Also. Man sieht es doch auch in dem Film Matrix, oder? Weißt nicht noch? Ja, genau. Genau, da sind doch auch die kleinen Spinnen auf diesen Kokons. Also es ist, glaube ich, irgendwie damit assoziiert. Ja, kann irgendwie schon schon. sein. Ja. Also das ist schon auch schon ein harter Weg, weil man wirklich da mit den tiefsten Ängsten konfrontiert wird. Und da haben wir auch schon in dem Video Lichtfalle drüber gesprochen, dass der Mensch eben, ja, wenn er sich entscheiden müsste zwischen einem wunderschönen Licht, das eine liebesähnliche Frequenz besitzt, und einem schwarzen Nichts entscheiden zu müssen, ja, kann man sich ja wohl denken, wofür man sich entscheidet. Ja. Ja, dann machen wir mal den dritten Weg über die Schlupflöcher. Und zwar, nachdem ihr gestorben seid, könnt ihr euch ja entscheiden, Licht, schwarzes Loch. Ja, diese schwarzen Portale, die halt durch das ansteigende Bewusstsein und das ansteigende Erwachen der Menschheit entstanden sind in dem Matrix-Gitter. Genau, und immer mehr entstehen, je mehr erwachen. Also Leute, hallo, aufwachen. Desto mehr dieser schwarzen Schlupflöcher entstehen. Und wenn man hat eigentlich nur die Möglichkeit, dieses schwarze Schlupfloch zu benutzen in der kurzen Zeitspanne zwischen physischem Tod und ins Licht zu gehen. Genau. Das ist die kurze Zeitspanne, in der eben diese Chance genutzt werden kann. Also nicht ins Licht gehen heißt es dann, sondern mit niemandem reden. Es werden Wesenheiten auf euch zukommen, die wollen natürlich Kontakt haben, die wollen mit dir reden, die wollen dir sagen, das Licht ist super, komm mit. Weil sie eben erinnern an das, was an den eigentlichen Seinszustand, die Liebe. So ist es. Und darum mit niemandem reden, am besten noch niemals irgendwen angucken. Guckt nach oben, zur Seite oder sonst wohin, sucht nach den Schlupflöchern und sobald ihr eins gefunden habt, denkt nicht groß drüber nach. Auch wenn es gruselig ausstrahlt oder bedrohlich oder angsteinflößend, Augen zu und durch. Genau, und wenn ihr den Wächtern doch begegnet, ihr seid Geist, ihr seid größer als alles andere, ihr könnt euch unendlich groß machen und wegen einem werden sie dann nicht hinterherjagen, ihr habt den freien Willen, ihr könnt einfach gehen. Und zu der Angst, wenn ihr durch diese Schlupflöcher geht oder durch die Matrixhülle, die Angst existiert nicht. Nachdem du gesehen hast, dass, wenn du hindurchgehst durch die Angst, erst siehst du, dass die Angst nur eine Illusion ist, sie existiert einfach nicht, sie war nie da. Alles, was existiert, ist bloß die Liebe. Und ja, von daher, wenn du mit dem Bewusstsein reingehst, egal wie angsteinflößend es ist, du existierst nicht, dann bist du durch. Dann hoffen wir mal, ne, dass derjenige, der irgendwann mal an diesem Scheidepunkt steht, sich an deine Worte erinnern wird. Ja. Genau. Ja, super. Und ja, wie soll ich sagen? Diese schwarzen Portale sind natürlich auch mit einer Angstfrequenz überzogen. Ne? Die haben die Matrix-Hersteller natürlich extra so jetzt verkleidet, würde ich mal in Anführungsstrichen sagen. Und aus dem Grund muss man da schon viel Selbstüberwindung mitbringen. Und dann kann man durch das Portal durch und dann gelangt man ins freie Universum. Genau. Da ist man dann schon zumindest mal aus der Matrix raus. Ja. Und von da aus kann man sich dann weiter orientieren.
glaube, dann war es das mal von uns für heute, oder? Ja, wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Genau. Über die 3 Wege aus der Matrix. Und wir würden uns über Fragen und Kommentare natürlich sehr freuen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Infos dazu oder ein paar Gedanken dazu. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann einen Kommentar schreibt. Ihr könnt uns auch gerne unterstützen mit einem Like oder einer Spende, wie ihr das gerne mögt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.